Hi Leute, willkommen bei Dragomir Baut. Ich bin der Dirk und bei mir auf dem Kanal geht es rund ums Thema Labwaffenbau. Wenn ihr sehen wollt, was ich heute baue, bleibt dran. Wir sehen uns. Leute, es geht los. Wir nehmen uns wieder eine Matte. Diesmal wieder eine 10er. So. Wir legen dann die Schablonen, die wir erstellt haben, in Form der Wurfaxt, die wir halt herstellen wollen, auf. Das übliche Nachgehen der Linien. Kennt ihr ja schon so ein bisschen. Und dann kann man noch liegen. So. Kugelschreiber immer in Reserve halten. Ab und zu durch die Matten schreiben bzw. zeichnen sie manchmal nicht mehr so gut. Oder halt irgendein Stück Pappe oder Papier, wo man dann halt wieder drauf schreibfähig macht. Ihr kennt das ja von Kugelschreibern. So. Bei der Wurfaxt benutzen wir 2 Teile. Wie gesagt, erstmal wieder alles aufzeichnen. Wie gehabt. Ist eigentlich bei jedem dasselbe. Kann man eigentlich nicht viel falsch machen. So. Wie gesagt, das hängt halt von ab, wie kräftig ihr das Ganze machen wollt. Ob ihr jetzt 2 oder 3 Lagen nimmt. Bei den 10er Matten reichen im Normalfall halt 2. So. Das haben wir jetzt aufgezeichnet. Dann tun wir die Schablone erstmal auf Seite. So, dann schneiden wir das Ganze aus. Um das Ganze zu beschleunigen, habe ich mir Magie beigebracht. Ich weiß jetzt nicht, wenn ihr wollt, dass ich das Ganze in hübscher mache, so wie hier, mit ein bisschen Verzierungen drauf. Könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben. Wird es 2 Videoteile wieder davon geben diesmal. Ich versuche es ein bisschen kürzer zu halten, aber wie ihr seht, ist relativ stabil, aber auch kernlos. So, legen wir mal wieder auf Seite das Ding. So, dafür gehen wir hin. Wir hatten jetzt noch von unserem letzten Bauprojekt mit dem Messer. Hatte ich noch ein bisschen Fliegengitter übrig. Muss jetzt nicht besonders toll sein. Kommt innen rein. So. Schneiden wir noch ein paar Stellen bei. Und dann wird das Ganze erstmal wieder mit Pattex bzw. Heißkleber fixiert. So, schauen wir mal. Noch ein bisschen Abstand halten. So. Fixieren. Genug Abstand zum Rand lassen. Wir müssen nachher wieder ein bisschen schleifen, aber das kennt ihr ja schon. So, nehmen wir das andere Stück, immer ein bisschen überlappend drauf. So, wieder ein bisschen drauf. Und macht er dann bis runter. So. Wenn es so ein bisschen geschwungen ist, kann man das immer noch so ein bisschen beibiegen. Naja, ihr seht das ja so ein bisschen durch das Kleben, also immer noch stückweise kleben. Dann kriegt ihr auch so einen leichten Schwung mit hin und habt dann auch den Abstand. Der Schwung darf halt nicht, also das darf halt nicht zu groß werden, sonst habt ihr nachher so eine kleine Knicks drin. Je breiter dann das Teil ist, also jetzt, was ihr einklebt, umso blöder wird es dann halt. So, das ist jetzt erstmal so grob fixiert. Den Rest machen wir dann mit Pattex. Direkt im Anschluss. So. Holen uns mal eine Dose Pattex raus. Das. So. Brett brauchen wir erstmal nicht mehr. Nehmen wir uns ein Stück Zeitung. So, Moment. So, Zeitung. Machen die ganze Dose wieder auf. So. So. Dann gehen wir wieder hin. Legen wir das Teil drauf. So. Wieder gespiegelt, weil ihr wieder nichts verkehrt machen könnt. Prinzipiell könnte man das Achsblatt auch noch ein bisschen verstärken, aber das lasse ich jetzt erstmal sein. Da brauchen wir bei der Größe eher nicht. Geht jetzt mehr, dass der Stiel nachher relativ stabil ist.
So, dann gehen wir wieder hin. Übliche. Tragen den Packtext auf. Kann man auch alte Pinsel für nehmen, je nachdem. Ein bisschen Geld zu sparen, nämlich immer alte Pinsel. Die kann man dann auch immer so ein bisschen dann sauber machen, beziehungsweise mit Cutter dann, wenn der Packtext zu dick angetrocknet ist, runterschneiden. So für so Sachen zum Verteilen ist das ganz okay. Nur so als Tipp am Rande. So. Jetzt die Seite. Bei den Sachen kann man ruhig ein bisschen großzügiger mit Pattex, damit sich das auch nachher in die Poren reinsetzt, also hier in die Vierecke halt von dem Fliegengitter. Wie gesagt, trägt zur Stabilisation bei. Das Ganze dann wieder so 5 bis 10 Minuten antrocknen lassen. Und dann kann man das schon wieder zusammendrücken. So, damit fast fertig. Ich hoffe, dass man das gut sehen kann. So. Wie gesagt, hier so, wo die Poren sind, kann man das dann halt ein bisschen großzügiger, dass das auch reingeht. Wie gesagt, zur Stabilisation. So, dann lassen wir das Ganze mal ein bisschen trocknen. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es trocken ist. So Leute, wie ihr seht, fängt jetzt an sich so ein bisschen zu biegen. Schon mal ein gutes Zeichen, dass es trocknet. An ein paar Stellen, wo ich dicker aufgetragen habe, ist es noch nicht so ganz trocken. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Könnten noch ein paar Minuten trocknen lassen, aber wir machen jetzt schon mal drauf und lassen es danach noch durchtrocknen. So, dann suchen wir uns wieder irgendeine Stelle, wo wir anfangen. In dem Fall würde ich mal hier oben anfangen. So hier. Lege das leicht auf, noch nicht so fest anpressen. Und versuche dann, dass die Kanten alle so halbwegs übereinstimmen. Wie gesagt, erstmal nur leicht andrücken. Hier das hintere so ein bisschen hoch, damit das sich nicht so schräg drauf, und dann so schrittchenweise aufsetzen. So. Das haben wir schon mal so grob drauf. Dann gehen wir hin und drücken das Ganze an, ohne möglichst alles voll zu kleckern. Ja. Naja, gut. So. Das schon mal auf Seite. Damit hätten wir jetzt schon mal die Grundform fertig. So. Haben wir die Schablone, habe ich natürlich wieder verbuddelt. So, wir wollen ja dann später noch hier diese Teile machen, aber das machen wir dann alles, und hier, das macht man dann alles mit dem Lötkolben. Aber das zeige ich euch dann später, wenn es dann trocken ist. Damit das Ganze, ihr seht, das ist sich noch so ein bisschen am Biegen. Ist auch noch nicht ganz so steif, wie wenn es fest ist nachher, beziehungsweise Kleber trocken. Ich gehe jetzt hin, nehme einfach das Brett, schmeiße das da drauf. Noch irgendwelche Gegenstände, die ein bisschen mal wiegen. So, kann man nehmen, was man will. Von mir aus auch Pflastersteine. Sollte nur so ein bisschen Gewicht haben. Dass das Ganze quasi also gerade gehalten wird. Normalerweise nehme ich ein Brett oder so was dafür. Hängt immer von der Form ab. So, das Ganze lassen wir jetzt erstmal mal trocknen. Und dann sehen wir uns später wieder. So Leute, es geht weiter. Wir schauen mal, ob das Ganze trocken ist. Sieht gut aus. So, seht ihr, ist schon wesentlich stabiler geworden. Jetzt werden wir das Ganze erstmal wieder zurechtschneiden.
wieder hin und schneiden von Hand. Kann man sich vorher auch anzeichnen. Schon mal die Achsklinge. So ein 45 Grad Winkel ungefähr ist immer ganz gut. Kann man immer nachher noch ein bisschen mehr wegschleifen. So. Und dann wird wieder weiter geschliffen. So sieht das Ganze jetzt schon mal aus. Ist noch nicht so ganz final, aber sieht schon soweit gut aus. Jetzt gehen wir hin, werden wir die ganzen Kanten brechen, damit das nachher beim Pinseln halt nachher nicht dann die Farbe einreißen kann. Aber das kennt ihr ja schon. Das sollte man eigentlich jedes Mal machen. So. Seht ihr hier, einmal einfach so rüber gehen und dann nachher nochmal so längs. Also quasi von oben runterziehen. Ich glaube, das sieht man jetzt hier so, hoffe ich, so ein bisschen dieses Gefissel. Wenn man dann noch so ein paar Mal so drüber geht, ist das Ganze auch weg. Und wenn wir dann am Ende mit dem Heißluftföhn, sieht man davon nichts mehr. So. Wenn ihr dann Stellen habt, wo ihr nicht so gut drankommt, einfach das Schmirgelpapier nehmen, so ein bisschen zusammen und dann klappt das auch ganz gut. Ihr seht, man muss jetzt nicht unbedingt irgendwie einen Klotz oder was haben, man das so ein bisschen zu so einem Halbkreis, sage ich jetzt mal, zusammen macht, geht das eigentlich überall ganz gut. Kann man quasi sogar die Klinge mit schleifen. Das geht alles gut. So. Muss man halt an manchen Stellen so ein bisschen umsetzen, dass man da vernünftig reinkommt, wenn etwas enger ist. Aber auf jeden Fall geht es besser, als wenn man dann irgendeinen Klotz oder irgendwas Ähnliches dafür nimmt. Wie gesagt, reicht, wenn das einfach mal so rüberzieht. Dann machen wir so längs und dann ist das Ganze weg. Damit wird das jetzt erstmal mit dem Schleifen fertig. Anschließend gehen wir mal wieder mit dem Heißluftföhn drüber, um das Ganze zu glätten. Und dann können wir schon die Linien anzeichnen, wo dann quasi hier dann, dass man das dann hier so, diese Linien halt hier überträgt. Das machen wir dann nachher mit dem Lötkolben. Jetzt glätten wir das Ganze erstmal. Dafür nehmen wir wieder den Heißluftföhn. Ja. Erstmal einstecken, das gute Teil. So. Könnte jetzt wieder ein bisschen lauter werden für den Moment. So. So. Das Ganze ist noch jetzt ein bisschen warm und dann auch wieder ein bisschen wabbeliger, bis das Ganze wieder dann getrocknet ist. Dauert einen Moment, kommt halt durch den Heißkleber, der drinnen ist, weil aber dann auch kein Problem ist. So, dann schauen wir mal. Wie gesagt, immer ziemliche Sauerei, vor allem beim Schleifen. Am besten alte Sachen anziehen. So, dann habt ihr das Ding jetzt soweit schon mal fertig. Das wird dann schon mal der Rohling. Ja, wie gesagt, im nächsten Schritt machen wir dann die Linien. Also dann hier, ich zeichne mal an, schon mal seht, wie das ungefähr dann aussehen soll. Naja, das habt ihr ja quasi schon gesehen.
Aber das wird dann quasi so. Das soll dann quasi das Achsblatt dann werden, das dann halt mit am Holz vorbeigeht. Und dann machen wir dann auch, wir machen das jetzt einfach mal freihändig. Weil ihr seht, wie das sowas funktioniert. Dann, wie gesagt, man muss nicht unbedingt eine Schablone haben. Das kann man eigentlich auch ohne machen, wenn man weiß, wie man es machen will. Nur halt so, dass man schon mal weiß, wie es halt aussehen soll. Ich gehe dann immer hin, verlängere dann die Linien auf einer Seite. Damit ich dann auf der anderen Seite was habe, wo ich dann weiterführen kann. Beziehungsweise weiß, also quasi, dass ich die Linie dann hier noch so ein bisschen mache. Dann weiß ich, wie ich von hier nach da dann rüber muss. So, machen wir dann einmal so. So. Hier nochmal. Da die Achse sowieso ein bisschen grober werden soll, ist das jetzt nicht schlimm, wenn die Gürtellinien nicht ganz so 100% sind. Aber das ist, wie gesagt, das müsst ihr dann selber gucken, wie es halt euch gefällt. Das sind ja nur Anreize bzw. Anregungen, wie ihr eure Äxte gestalten könntet. Ihr könnt ja ein ganz anderes Achsblatt nehmen oder wie auch immer. So, wie gesagt, dann machen wir dann mit dem Lötkolben, gehen wir dann die Linien lang und dann sehen wir uns wieder. So Leute, es geht weiter. Der Lötkolben ist heiß. Dann schauen wir mal. Fangen wir mal an einer Seite an. Dann gucken wir mal, wie es aussieht. Wir gehen erstmal mit der schmaleren Ecke hin. Vielleicht machen wir direkt eine breitere, damit man besser sehen kann. So, machen wir die breitere. Also quasi dann mit der und nicht so hochkant. So, machen wir erstmal hier auf einer Seite und dann machen wir dann drüben auf der anderen Seite dann gleich weiter. So, der heiß genug ist, so geht es eigentlich schnell. Ihr müsst halt nur gucken, dass das halt nicht zu tief macht. Weil man hat sich schnell zu tief da reingekokelt, wenn man zu lange und zu langsam drauf. Lieber mehrmals drüber gehen oder in der richtigen Tiefe einmal, aber da muss man halt so ein bisschen Gefühl, aber das kommt, wenn man halt ein bisschen probiert. Man merkt ja, wie tief es reingeht. So. Schauen wir mal. Sieht gut aus. Ihr seht, ja, hat sie dann hier schon mal die Linien. Die hier machen wir auch. Machen wir dann alles in einem. Ob man das jetzt auf der Innenseite der Linie oder auf der Außenseite, hängt dann halt davon ab, wie man es lieber hat, so wie breit das Ganze werden soll. Wie gesagt, ist dann jedem selber überlassen. So, dann gehen wir hier auf der Seite dann weiter. Hier müsst ihr immer so ein bisschen gucken, weil hier hat man immer so die Klebekante, das ist immer so mit dem mit dem Lötkolben. Immer so ein bisschen, dann müsst ihr halt so ein bisschen noch mal ein paar Mal so drüber gehen, weil das sich immer hier so, wie ihr seht, hier so ein bisschen, kann man schwer beschreiben. Ihr seht es ja. Ist halt immer so ein bisschen blöd an der Klebekante. Seht ihr hier so ist wie so ein kleiner, wie so ein Staudamm, würde ich jetzt mal sagen. Also jetzt blöd gesagt. So. Hier. Machen wir das Ganze hier auch noch. Ich setze dann immer hier quasi an und ziehe das Ganze dann so ein bisschen hier rüber. Dann nämlich hier schon so ein bisschen wieder, dann können wir hier nämlich dann später weiter. Das Ganze machen wir dann hier auf der anderen Seite auch. Jetzt haben wir ja hier schon quasi, also hier an der Stelle, wo ich jetzt mit dem Lötkolben so, wo er dann ankommt, müsst ihr quasi das dann nur so darüber ziehen. Aber wie gesagt, wenn er das öfters macht, kommt er da auch ein bisschen Gefühl für, da braucht er da gar nicht so viel rum zu experimentieren. So, ihr seht, die Linien, die werden bei mir auch gerade wie, als wenn ich sie aufgezeichnet habe. Das ist halt, wenn man so ein bisschen hier dann noch so ein bisschen nachgehen kann.
So. Einen leichten Übergang kann man auch noch so ein bisschen immer variieren. Das geht eigentlich auch ganz gut. So, jetzt gehe ich hier noch so ein bisschen mit dem Holz ein bisschen so an. Das ja dann quasi auch hier so rumgeht. Kann man dann hier quasi hier innen auch machen. Ich weiß gar nicht, ob man das Brezel hört hier von dem, dieses, wenn man das macht. Und immer, wenn es geht, gut lüften. Das ist nicht so gesund, die Ausdünstung von dem Lötkolben dann bei dem Kunststoff. Was heißt Kunststoff? Schaumstoff. So, jetzt gehe ich hier noch ein bisschen hier innen lang. Das auch noch ein bisschen schöner zu machen. Beziehungsweise innen zu glätten. So. Damit mit dem Lötkolben bekommt er auch hier innen drin schärfere Kanten hin, wie mit dem Schmirgelpapier. Das Schmirgel, wie gesagt, dann erstmal für grobe nur nehmen, wenn innen was, oder halt wegschneiden und den Rest dann halt innen dann mit dem Lötkolben machen. So. So. Jetzt müssen wir mal hier unten. Dann haben wir quasi die Lötkolbenarbeit schon fertig. Sieht doch schon mal ganz gut aus. So. Kann ruhig auch ein bisschen tiefer sein, denn durch das Pinseln auch dann quasi nachher ist das nicht mehr ganz so tief. Also man kann bei manchen Sachen kann man auch ein bisschen übertreiben. Nun halt nicht zu viel. So, jetzt habt ihr quasi, ja, hin. Jetzt habt ihr quasi hier diese ganzen Linien gemacht. So wie auf der Schablone. Ja, wenigstens in etwa. Sieht vielleicht sogar im Original jetzt schöner aus wie auf der Schablone. Ja, und dann könnt ihr quasi schon anfangen zu pinseln. Und je nachdem noch zu verzieren. Also ich sage jetzt mal, wenn ihr hier noch irgendwas einbrennen wollt oder Muster oder sowas einbrennen wollt, könnt ihr das natürlich jetzt machen, bevor ihr dann anfangt zu pinseln. Ist ja logisch. Aber da ich halt immer mit Abgüssen arbeite, kommen halt die Verschönerungen später drauf. Jetzt könnte man natürlich noch hingehen, weil wir ja noch mal einarbeiten wollen. Können wir schon hingehen und noch hier mal einbrennen. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, könnten wir. Machen wir vielleicht auch noch. Dann gehen wir hin. Ich weiß ungefähr ja aus dem Kopf. Gut, bei euch ist ja eine andere Sache. Ihr wisst ja nicht, was ihr da für Verzierung halt drauf machen wollt. Ich könnte ja jetzt auch mal schnell das Teil zeigen. Würde ich auch tun. Da ich ja die Axt in dem Stil hier auch machen möchte, brenne ich hier quasi, also hier, die Sachen raus. Hoffentlich kann man das gut sehen. Und nachher kommen dann hier halt, also hier, Abgüsse rein. Kann ich dann hier auch noch machen. Ich glaube, wir machen es genauso wie hier, da ihr mal sehen könnt, wie das so mit Abgüssen funktioniert. Ihr wollt ja auch eine hübsche Axt hinkriegen. Vielleicht nicht unbedingt zwergischer Stil, aber damit ihr ungefähr wisst, wie sowas überhaupt funktioniert. Ne? So, gehen wir mal wieder auf Seite. Und dann gucken wir einfach hier den Rest auch noch aus. Wenn das ein bisschen breiter wird, ist nicht so schlimm. Das kann man nachher so ein bisschen kaschieren mit der Farbe. Wenn man dann die Abgüsse dann da rein gemacht hat. Also das ist dann eigentlich halb so wild. Wir müssen dann nachher gucken, welcher Abguss reinpasst von der Breite her. Ich habe ja da auch ein bisschen Auswahl mittlerweile. Und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. Jetzt mit dem Ausbrennen, das mache ich so grob ein Augenmaß. Ein paar Millimeter tief. Die Abgüsse nicht so überstehen. Oder wenigstens nur so minimal. Und das dann aussieht so ein bisschen, als wenn es halt ins Metall eingearbeitet ist. So, hier noch. Dann sind wir quasi an dem Teil hier schon fertig, dass wir anfangen konnten zu pinseln. Bei dem Ganzen nicht zu schnell ziehen, wenn ihr hier was mit rausbrennen wollt. Und dann immer so ein bisschen hin und her gehen. Dann könnt ihr auch größere Flächen halbwegs glatt kriegen. Und auch eben. So. Man muss halt ein bisschen Gefühl für das Ganze kriegen. Wenn man das öfters macht, geht das halt auch einfacher von der Hand. Ein bisschen Übung habe ich ja bei den Sachen. So.
Ansonsten lasst euch einfach Zeit. So, jetzt haben wir auf den beiden Seiten hier ausgebrannt, hier auch. Hier können wir quasi etwas breiteres rein, hier ein bisschen was schmaleres. Dann machen wir jetzt noch freie Hand. Wenn man sich halt nicht sicher ist und nicht gleichmäßig haben will, kann man natürlich dann auch erstmal Linien anzeichnen. Ich mache jetzt einfach mal Freihand. Dann wieder ein bisschen nochmal nachziehen, dass man das was glättet. Das ist jetzt nicht so wichtig, weil nachher, wenn die Farbe reinkommt, wie gesagt, kann man einiges kaschieren, wenn man nicht ganz so sauber gearbeitet hat. Ich gehe jetzt daneben nochmal drüber, das Ganze noch so ein bisschen breiter zu machen. So, dann kann man jetzt gut sehen. Also quasi, weiß nicht, sieht man das so? Ja, ich hoffe schon, ne? Also quasi jetzt so zwei Lötkolbenbreiten ungefähr nebeneinander gezogen. Das Ganze machen wir jetzt auf der anderen Seite auch. Auch nochmal so ungefähr jetzt so in der Breite, wie wir es jetzt auf der anderen Seite hatten. Auch wieder freie Hand. Wie gesagt, wenn ihr euch nicht sicher seid, ihr könnt zum Beispiel auch diese Kante von der Schneide quasi als Anschlag nehmen, da er sagt, okay, so ungefähr 5 mm oder so, je nachdem wie tief ihr das dann reinmachen wollt, damit ihr dann ungefähr per Augenmaß irgendwo einen Anschlagspunkt habt, sage ich jetzt mal, um zu schauen, dass das ungefähr gleich immer ist. Auf einen Millimeter, das sieht man nicht so wirklich, aber so ungefähr. So, dann müssen wir noch mal ein bisschen nach, damit das gleichmäßig ist. Den Lötkolben kann man auch die Kanten relativ glatt ziehen. So, okay, nehmen wir noch ein bisschen nach. So, dann haben wir hier auf der Seite und da auf der Seite. Damit wären wir jetzt quasi fertig. Ups. Wenn wir quasi fertig und könnten quasi eigentlich jetzt schon anfangen zu pinseln. Später, wenn dann die Farbe drauf ist, wird das Ganze noch ein bisschen stabiler, aber das geht schon mittlerweile. Ja, wie gesagt, man kann nur halt bei der Länge könnte man auch schon Kabelbinder mit einarbeiten. Das wird das Ganze noch was stabiler und weniger biegsam machen, aber so ein bisschen biegsamer. Ihr seht ja hier schon, hier braucht man schon kein Fliegengitter. Also es biegt sich nur wenig. So, ja, dann sehen wir uns wieder, wenn wir anfangen zu pinseln. So Leute, das war jetzt das erste Teil von Wir bauen eine Wurfaxt. Im zweiten Teil geht es dann weiter mit dem Pinseln, Applikationen drauf machen und Topcoden. Ich hoffe, das Video hat euch schon mal gefallen. Freut euch schon auf das nächste. Wir sehen uns.